Wir konzentrieren uns in der Ausstellung auf die Kontinuitäten in ihrem Werk, also bestimmte Themen, die sie einfach immer wieder fotografiert hat. Und in der Ausstellung gehen wir mehr oder weniger chronologisch vor. Und wir haben aber 5 umfangreichere Werkgruppen hervorgehoben, indem wir sie kontextualisieren durch seltenes Archivmaterial. Wir haben sehr eng mit der Mary Ellen Mark Foundation in New York zusammengearbeitet und aus dem Archiv dann Kontaktbögen, persönliche Notizen von Mary Ellen Mark. Und ich finde es also sehr schön zu sehen, wie sie auch gearbeitet hat und wie sie an ihre Themen herangegangen ist. She was a humanist. And she liked people, and she liked interacting with people, and she was curious, and she wanted to know their stories. And she didn't push it. She allowed things to happen rather organically. Und die Zeit, die sie den Protagonisten gewidmet hat, sieht man oder merkt man auch wirklich in diesen eindringlichen Porträts. Da entsteht so eine ganz bestimmte Nähe und man sieht so diese Zugewandtheit. Und sie hat einfach auch sehr starke Einzelbilder geschaffen. Also ganz oft ist so eine ganze Geschichte wie in einem Bild verdichtet. Clearly the image of Tiny in her Halloween costume is one of Mary Ellen Mark's most iconic images. I suppose that's an image that speaks to me because it says everything about Mary Ellen. On the one hand, it's a great singular image. On the other hand, it evolved into an extraordinary narrative with a real protagonist. Da geht es um ein junges 13-jähriges Mädchen, das Mary Ellen Mark kennengelernt hat, als Tiny auf der Straße gelebt hat. Mary Ellen Mark hat für ein Magazin einen Auftrag fotografiert über Straßenkinder in Seattle. Und die beiden haben sich angefreundet, sie haben eine Beziehung zueinander aufgebaut und Mary Ellen Mark hat sie über einen Zeitraum von 30 Jahren immer wieder fotografiert und so ihren Lebensweg begleitet. And so you have both the human story, the relationship between her and her subject, you have the individual image, and you have the larger, very long-term narrative. So I think that would be one of many, but a good one to start with. Mary Ellen had ideas. She met people. Sometimes there were assignments. Sometimes a little assignment evolved into a larger story. And when she was curious about something, she found a way in. She had all the skills of a photographer, but she also had extraordinary human skills too. And that helped her gain access probably more than anything. Bei einer Arbeit der Falkland Road ist sie zum Beispiel über einen Zeitraum von 10 Jahren immer wieder nach Mumbai geflogen oder gefahren, um dort Frauen, die in einem Bordell gearbeitet haben, aufzusuchen. Und es hat diese lange Zeit gedauert, bis sie den Zugang bekommen hat. She walked up and down that street. It took her 10 years because she wasn't going to intrude. The only way Mary Ellen would take her photographs would be if they were letting her take the photographs. Mary Ellen asked me when she was doing the prom work if I wanted to go with her on any of those shoots. And I went on 2 of them. And watching Mary Ellen in action was really great fun because there's a lot of equipment. I mean, you know, this is a huge camera and there's lighting and all of this. And Mary Ellen would sit and talk to these kids. And she would ask people questions and be totally fine if they didn't answer them. But it was really fun for me to watch her with these teenagers, you know, who were all at this turning point in their lives. They liked being photographed this way, and they were willing to speak with her. And I would suggest that people watch Martin Bell's films that he made while Mary Ellen was doing this work, because they're just so charming and endearing. Mary Ellen Mark hat für Ward 81, der Titel der Arbeit, in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung für Frauen fotografiert und hat über ein Jahr versucht, Zugang zu bekommen, durfte dann mit einer Journalistin zusammen auch wirklich auf der Station oder der Station nebenan wohnen und hat diese Frauen über 36 Tage begleitet, fotografiert und die unterschiedlichsten Situationen gezeigt. Und ich finde, in dieser Arbeit wird sehr schön deutlich, wie nah sie den Menschen gekommen ist und dass sie auch so das
Universelle der menschlichen Erfahrung gesehen und gezeigt hat. I mean, look, it was not easy for women when Mary Ellen started. And she was dedicated and she was unstoppable in that way. And I'm not saying I believe Mary Ellen Mark is a feminist photographer, but one of the things that happened when I was thinking about the show and the work in it was I realized how much really major work she did where she had a female protagonist and went into communities of women of all different types, whether it was, from Falkland Road to Mother Teresa and her missions of charities. And so people had to reckon with her because she was someone to be reckoned with. When people go through this show, even though on the one hand, many of the stories are very much about a specific protagonist or set of protagonists, the issues of race, the issues of poverty, the issues of inequality in terms of access to a good education, access to health care, these persist. So I can't think of anything that she covered that has gone away. Unfortunately, some of the sadnesses of the human condition remain. Mary Ellen Mark ist eine Fotografin, die noch gar nicht so bekannt ist. Und ich würde mir wünschen, dass sie durch die Retrospektive sichtbar wird, dass mehr Menschen mit ihrem Werk in Berührung kommen und ja auch von den Bildern berührt sind. Also weil ich eben finde, dass sie sehr eindringliche Porträts gemacht hat und diese Verbundenheit auch zwischen Menschen zeigt oder zeigt, dass wir vielleicht mehr gemeinsam haben, als uns trennt.